Tag. Was machst du denn hier? Oh, Urlaub mache ich in Russland. Ich nix Deutsch. Herzlich willkommen zu TV of the Lost, Episode 300 in Moskau. Hallo Mama. Das ist mal eine Konzerthalle, oder? Das erste Mal Russland mit Ensemble. Wir waren ja schon 4, 5, 6 Mal in Russland, ich weiß gar nicht wie oft. Aber das ist doch der Wahnsinn. Es fühlt sich auf eine Art exotischer an und ich kann es schwer sagen, wie es sich anfühlt, hier zu spielen mit Ensemble, weil wir ja noch nicht gespielt haben. Aber die Grundstimmung und das Grundgefühl ist, dass es nicht das letzte Mal sein wird, dass wir das machen. Kannst du mal eine Sechzehntel spielen, Paul? Shaker. Ja. Heute Honky Tonk. Hippies. Bist du schon aufgeregt, jetzt endlich mal Ruppis? Du hast ja schon viele Ruppis in Russland wegzubuttern. Und jetzt zum ersten Mal klassisch. Bist du Ruppi? Na, es ist ja schon mal was Neues als sonst immer, ne? Also man kennt auch inzwischen 6, aber das ist jetzt doch ja mal ein ganz neues Setting da. Ein bisschen nervös bin ich dann doch schon, ja. Auf Ruppis? Mhm. Ja, okay. Soll ich mal eine Achtel spielen? Ja. Nein, wir machen nachher einen Rig-Rundown. Also ich habe hier ganz viel Zeug dabei. Hier so eine Triangel. Ne? Ich weiß gar nicht, wo der Bönsel dazu ist. Ich habe in den Songs gehört, dass sie einen Amboss da drin hat. War ein Amboss zu schwer für einen Flieger. Warum? Ich habe aber dieses schöne Becken noch zu Hause rumliegen gehabt, was total unverwendbar ist, weil es einen sehr ekelhaften Ton macht, aber es eignet sich sehr gut als Amboss. Klingt geil. Das klingt total ambossig. Ja. Ich empfinde es als Urlaub, da man in Russland doch das ein oder andere Hindernis zu überwinden hat, sei es mit schwerem Equipment über den Bahnsteig zu gehen und so. Dass man jetzt einfach mit einem leichten akustischen Instrument auf dem Rücken. Ja, Spring Drum. Das heißt Reko oder Gero oder... Gero, das ist Gero. Oder man sagt auch die Samba-Gurke. Die Samba-Gurke. Das benutzt du, lass mich raten, bei 6 Feet Underground in der zweiten Probe. Ja, das habe ich aber nicht gehört. Das habe ich mir auf dem Mera Luna Mitschnitt abgeguckt. Vom Disco. Ja, Yeah. tatsächlich. So. Du isst beim Musikmachen? Ich mach Musik beim Essen. Achso, man darf übrigens, wenn man den Öngsel in die Gurke steckt. Den Öngsel. Kannst du mal Öngsel buchstabieren kurz, will? Öngsel? Ja. Das schreibt man so, wie man es spricht. Achso, nein. Mit Ö vorne und dann NXEL, Öngsel. Den Öngsel darf man nur in das vordere Loch stecken. Weil steckt man ihn in das hintere Loch, passiert Folgendes. Ach, scheiße. Ich dachte, da wird man schwanger von. Ja, genau. So, und dann, aber das mache ich dann später, den wieder raussuchen. Genau. Sitzt während der Show, man schwitzt nicht, wir müssen nicht mit dem ganzen Dreck in den Zug, sondern wenn überhaupt, wenn wir keine Zeit haben, müssen wir mit Anzug in den Zug. Vibro-Schlepp. Genau. Den hier. Das ist ein Plastikblock. Das ist ein Plastikwoodblock. Ein Plastikwood. Did you have problems with your wood? Nein. Immer diese Handys bei Konzerten. Das wäre was, oder? Wenn jemand so Alter. filmen würde, oder? Ja, das wäre was. Das ist eine Cajun. Das ist a Cajun. This is Cajun, right? Yeah. Ja, ja.
love it. It's red. It sounds red. Ja. Ich glaube, ich mag zum ersten Mal eine Karton. Kannst du eine 2,32 spielen. auf Spielen sie sehr langsam. gleichzeitig? Kannst du gleichzeitig spielen? Genau, dann natürlich diverse Shaker. Schackerei ist das. Sowas. Und dann habe ich meinen Lieblingsshaker, das ist nämlich der One-Way-Shaker. Ach, echt? Der geht nur in eine Richtung? Ja. Wie funktioniert genau? Da ist irgendein Kissen drin. Merkst du, wenn der zurückgeht, da fallen die Dinger irgendwie rein. Keine Ahnung. Das ist ja total geil. Genau, naja, dann hier so das übliche Chain-Gedöns. Und es gibt den hier. Ja, und dann gibt es aber noch den hier. Und deswegen habe ich das Ding eigentlich gekauft, weil das so geil war. Ist so geil. Ich bin aufgeregt zu erfahren, wie die Leute abgehen, wenn das Klassik ist. So, weil die durchdrehen normalerweise und jetzt ist es alles ein bisschen gesittet, aber ob die trotzdem einfach richtig durchdrehen, das gilt es herauszufinden. Ja, das, achso, und ich habe natürlich, geht einem das Herz auf. Du machst das so schön, mit so viel Gefühl. Hast du auch irgendeine Trommel? Du bist doch Schlagzeuger. Nö. I'm